kurz auf die Virtual Reality. Was gehört dazu? Eine synthetisch generierte Umgebung vom Computer. Das 3D-Bild, das erzeugt wird, muss in Abhängigkeit der Blickrichtung sich ändern. Und der 3D-Ton, das wird oft fallen gelassen. Der Ton ist fast genau, als Entwickler im Fernsehen sage ich, fast genauso wichtig wie die Abhängigkeit. Der 3D-Ton muss auch in Abhängigkeit der Blickrichtung erfolgen und beides muss in Echtzeit berechnet werden. Dann braucht man für richtige Virtual Reality sensorisches Feedback, entsprechende Geräte für Input und Output, zum Beispiel ein Datenhandschuh, Laufband oder tolles Beispiel, was wir auf der IFA gesehen haben dieses Jahr, Bungee Jumping. Da hat Samsung jetzt eine Vorrichtung aufgebaut mit Schultergurten, wurden die freiwilligen Interessierten da eingespannt und fallen gelassen und dazu wurde über die Virtual Reality Brille das Bild von einem Vulkan eingespielt. Also der hat dann wirklich dieses Fallenlassen mit am Bungee-Seil nachempfunden und die jungen Damen, die haben gekreischt, wenn das so. Also es ist wirklich toll. Wir selber haben virtuelle Achterbahnfahrt gemacht, auch von Samsung. Also fantastisch. Man vergisst noch dabei das noch pixelige Bild. Wenn Sie die Gelegenheit haben, sollten Sie das wahrnehmen. Ja, sensorisches Feedback, will ich im Einzelnen jetzt nicht darauf eingehen. Interaktion in Zeit und Raum ist ja einer der Zweck der Virtual Reality. Und die Immersion, das ist ein altes Thema in der Fernsehtechnik, in die virtuelle Welt eintauchen. Früher hat man dazu gesagt, bei HDTV Einführung Telepräsenz. Heutzutage sagt jeder, es muss immersiv sein. Wenn Fernsehsendung muss immersiv sein. Die Basiskomponenten jetzt erklärt an dem preiswertesten und verbreitesten System. Das ist die Virtual Reality mit einem Smartphone, mit einer Smartphone-Brille. Wir sehen hier das Beispiel Samsung, VR-Gear und Sennheiser Kopfhörer. Auf der IFA ist die Aufnahme entstanden. Was muss ich tun? Haben wir vorhin gesehen, Berechnung in Echtzeit, das macht der Rechner des Smartphones. Display, Darstellung, 3D-Video, macht der Bildschirm des Smartphones, der wird in zwei Hälften geteilt und liefert rechten und linken Bildauszug. 3D-Ton werden wir noch sehen, das geht auch sehr gut mit dem Rechner, der auf dem Smartphone ist. Was natürlich in der Zusammenstellung nicht geht, ist die Haptik. Also ich habe nicht das Gefühl, ich gebe jetzt jemandem die Hand oder ich lang was an oder mir schlägt jemand gegen Schienbein, das habe ich natürlich nicht das Gefühl. Und das Tracking ist natürlich wichtig, wenn ich das Bild in Tonabhängigkeit von der Blickrichtung machen will, dann muss ich auch eine Messung haben, wie mein Kopf im Raum sich befindet und das wird mit den Sensoren gemacht, die im Smartphone ohnehin da sind. Das sind die Sensoren, die wirksam werden, wenn Sie Ihr Smartphone drehen und dann immer das Display so eingestellt wird, dass Sie es lesen können. Das sind also Magnetfeldsensor, Lagesensor und so weiter. Ja, und Sie brauchen einen Input, in dem Fall bei dem relativ schwächlichen Rechner, der im Smartphone drin ist, gemessen an das, was Sie brauchen, um gute VR-Bilder zu errechnen. Da müssen Sie natürlich ein bisschen was aus dem Internet zapfen. So, jetzt bitte nicht abschrecken lassen, die Nicht-Techniker. Binaural Room Scanning, das heißt also die Raumabtastung für zwei Ohren, so übersetzt. Wir werden das schön an Beispielen sehen, aber ich möchte für die Techniker halt auch zeigen, wie die Fachausdrücke dafür sind. Wird im Korrekten ganz einfach mit BRS bezeichnet. Das ist ein Verfahren zur Hörbarmachung akustischer Szenarien, also Basis für die Virtual Reality im 3D-Audio. Dass also zu dem Bild ich auch noch den Eindruck habe, ja, ich befinde mich tatsächlich in dem Raum. Und das ist jetzt das Schöne unter Verwendung von Prinzipien aus der Kunstkopfstereophonie. Das ist die Auferstehung, also man kann nicht sagen, dass die Kunstkopfstereophonie gescheitert ist, so wie man das denkt, sondern sie ist jetzt
mit 3D-Audio bei VR wieder auferstanden. Der Grundgedanke ist, durch Kunstkopfmessungen wird eine akustische Momentaufnahme des zu auralisierenden Raumes gemacht. Ne? Also das ist auch wieder sehr schön, sind die Fachausdrücke, es werden praktisch die akustischen Gegebenheiten des Raumes gemessen. Kochrezept, die Nicht-Techniker vergessen das einstweilen, es kommen dann schöne Erklärungen, aber ein Techniker möchte immer dann ein Kochrezept haben, was man da so alles nacheinander machen muss. Vorgehensweise, sie nehmen einen Kunstkopf, wie wir gesehen haben, und stellen den in optimaler Hörposition auf, also Konzertsaal, 10. Reihe sitzt der und Blick auf Dirigenten, damit er das optimal sehen kann. Und dann erfolgt die Messung der binauralen Raumimpulsantworten. Das ist jetzt für die Nicht-Techniker, sie machen einen Pistolenschuss in diesem Konzertsaal oder in dem Raum und dann kriegen sie, wenn der Schuss erfolgt ist, kriegen sie Reflexionen von allen Wänden, Boden, Decke, von allen Teilen, die in dem Raum stehen und den akustisch beeinflussen. Also, ist an und für sich einfach zu erklären. Und dann gehen Sie her und drehen den Kunstkopf um 1 Grad oder wenn Sie es nicht so genau wollen, um 5 Grad, machen wieder eine Aufnahme und kriegen dann einen Datensatz von diesen BRIRs, von diesen Impulsantworten, die Sie später in der Datenbank legen. Und wiedergabeseitig kann nun jedes beliebige Signal mit dem gemessenen BRIRs gefaltet, das ist eine mathematische Rechenvorschrift, werden. Und bitte einen Denkfehler, es hat absolut nichts mit Mischung zu tun. Hall-zu-Mischung, wie man das immer noch macht und früher gemacht hat, ist ganz, ganz simpel. Da wird eigentlich nur das Originalsignal verzögert und nochmal mit geringerer Amplitude dazugemischt. Das hat mit dem aktuellen Raum überhaupt nichts zu tun, das ist rein synthetisch und bildet auch keinen Raum ab. Das Abhören muss halt des gefalteten Signals folgt dann mit Kopfhörer. Aber jetzt optisch, glaube ich, besser erklärt jetzt. Ich hoffe, man kann sehen, die Geschichte ist sehr schlecht. Es steht hier ein Kunstkopf und hier vorne ist ein Klosterhof. Respektive also eine Lokalität, wo Konzerte stattfinden. Und hier sind Lautsprecherbatterie aufgebaut. Die Lautsprecher werden hier benutzt, um das impulsförmige Signal zu erzeugen, also der Pistolenschuss, wenn Sie so wollen. In der Technik sind Begriffe wie Delta-Funktion oder so, die man in der Systemtheorie dann benutzt. Der Fabian ist jetzt der Kunstkopf, der hat sogar ein T-Shirt, damit er möglichst einen Menschen nachbildet. Hat jetzt in seinen beiden Ohren die Mikrofone und der wird jetzt für die Messung immer um 1 Grad oder wenn es grober sein darf, um 5 Grad verdreht und dann wird die Raumimpulsantwort gemessen. Und jetzt will ich natürlich in meinem virtuellen Konzertsaal auch einen Solisten auftreten lassen und dann geht man her und misst im schalltoten Raum, das sind also Vorkehrungen an den Wänden, dass sich Schall quasi totläuft, also ein schallarmer Raum eigentlich nur, es gibt keinen Direktschall, da steht ein Mikrofon und die Sängerin, der Sprecher oder die Pianistin spielt dort und die Akustiker sagen, es wird eine trockene Aufnahme ganz ohne Reflexion gemacht. Und wie schaut es dann auf der Wiedergabeseite aus? Die Funktionsweise 3D mit BRS, was hier steht mit virtuellem Abhörraum, das könnte jetzt Ihr Wohnzimmer sein oder wo immer Sie das abhören. Wir haben hier quasi unseren Paul, wie er hier sitzt in seinem Wohnzimmer für seinen Bergspaziergang. Er hat einen Kopfhörer auf. Der Einfachheit halber ist jetzt nur die horizontale Drehung berücksichtigt. Wenn Sie es voll im Raum machen wollen, dann müssen Sie den nicht nur gradweise horizontal drehen, sondern Sie müssen ihn auch noch in der Höhe und in der Neigung verdrehen. Das heißt also, hier ist die
horizontale Kopfdrehung angedeutet. Der Headtracker, über den wir schon gesprochen haben, ermittelt die Kopfausrichtung zur Positionsbestimmung an den digitalen BRS-Prozessor, der diese mathematische Funktion dann ausführt. Und über Kopfhörer kriegt der Baul dann die beiden Signale. Das ist hier einmal das Trockene, zum Beispiel von der Sängerin im Schall-Alarm aufgenommen, und das ist hier die Datenbank mit unseren BRIRs. Abhängig von der Kopfausrichtung werden nun die passenden BRIRs, also wenn der Baul so gerade ausschaut, dann wird der Messwert genommen, wie der Kunstkopf geradeaus war, und wenn er hier sich den Kopf verdreht um 90 Grad, dann wird auch die BRS aus der Datenbank genommen, die der Kunstkopf, die Stellung, die er hatte, und dann hat er einen Eindruck, als ob er im Kloster Eberbach in diesem Raum sitzen würde. Eine praktische, also die tatsächliche Realisation gibt es natürlich auch schon. Virtual Reality und 3D Audio. Beispiel ist das Fraunhofer IES, das System Zinco, das tatsächlich passend zum 3D Audio in 3D passend zum 3D-Bild liefert. Wir haben das zur IFA 2015 gesehen, und Interessierte hätten es hier in der Gegend auch sehen können, in der Langen Nacht der Wissenschaften im Fraunhofer IES am Wolfsmantel in Erlangen-Tenenlohe. Fraunhofer ist führend mit im 3D-Audio. Das ist sehr eindrucksvoll, die Geschichte, und ja, sagt noch mehr zu VR als 1000 Worte. Das Fazit, das wir ziehen können: Die Kunstkopfstereophonie konnte sich in den 70er und 80er Jahren im Konsumermarkt nicht durchsetzen. Es schien so, als sei sie gescheitert. Aber mit dem Durchbruch der Virtual Reality hat das räumliche Hören, 3D-Audio mit Kopfhörern mittels neuer Techniken eine Wiederbelebung erfahren.